Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Meine Weihnachtsbäckerei geht weiter. Ich habe für euch heute ein Grundrezept von Butterplätzchen. Aus diesem Teig kann man unheimlich viele Plätzchen kreieren. In der Infobox unten zeige ich euch die Videos, was ich mit diesem Teig schon alles gemacht habe. Und heute möchte ich euch zwei Plätzchenarten zeigen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar einmal Mondschnecken und einmal Zimtschnecken. Und da habe ich welche hier. So sehen die aus. Die sind mega lecker, mega einfach und ich zeige das euch jetzt. Viel Spaß! Für ca. 50 Stück brauchen wir 200 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Puderzucker, ein Ei, Vanillepaste, 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver und 3 Esslöffel Sahne. Für die Mondschnecken dann noch eine Packung Mondpack und für die Zimtschnecken 30 Gramm geschmolzene Butter, so 2 bis 3 Esslöffel Zimt und 2 bis 3 Esslöffel Zucker. Los geht's. Für beide Plätzchen langt dieses Rezept. Und zwar, jetzt stellen wir den Mürbteig her. Wir geben das Mehl auf eine Arbeitsfläche. Ihr könnt es auch in einer Maschine machen. Aber ich mag es eigentlich sehr gern auf einer Arbeitsplatte. Warum auch immer. Ist eigentlich anstrengender. Aber ich mag es sehr gern. Keine Ahnung warum. Okay, Mehl auf eine Arbeitsfläche. Die sollte sauber sein. Da macht ihr eine Mulde rein. Da kommt das Ei dann hinein und die Sahne. Außenrum dann noch der Zucker und das Backpulver. Übrigens könnt ihr diesen Teig so variieren, ihr könnt auch noch Nüsse dazu geben, Aromen, also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der ist wirklich sehr vielfältig einsetzbar und das ist das Tolle an diesem Mürbteig. Die Butter sollte kalt sein, die werden in Stücke gestückelt, also ja, ihr habt es gesehen, ja, wird außenrum gelegt und dann wird alles kräftig durchgeknetet. Ich mache das immer als erstes mit meinen beiden Teigschaber und dann mit der Hand und so sah er dann aus. Ich habe den Teig gleich halbiert und der darf jetzt erstmal eine Stunde, besser vielleicht noch 2 Stunden kühlen. Nach dem Kühlen nehme ich mir eine Kugel und die rolle ich jetzt so gute 5 mm aus. Dann habe ich hier mein Mondback. Das, was ich jetzt hier gehabt habe, das war ziemlich fest. Wenn es euch zu fest ist, ihr könnt auch ohne weiteres ein Ei dazugeben. Also für eine Packung ein kleines Ei, das passt. Aber ich habe jetzt da gar nichts dazu gegeben. Ich habe das jetzt einfach so drauf getan und dann verstrichen. Lasst bitte am Rand so gut 1 cm frei. Ach übrigens, die Rolle hatte so ungefähr eine Länge von 35 bis 40 cm. Dann habe ich den Rand abgeschnitten, so dass es ein schönes Viereck wird. Damit das Aufrollen auch leichter geht, ist es eigentlich schon wichtig, dass man es gerade schneidet. Und dann wird es aufgerollt. Und zwar ziemlich fest, also auch ziemlich dicht. Und es geht bei diesem Teig eigentlich sehr gut. Und das Tolle an diesem Teig ist auch, der reißt nicht. Also bei mir ist er bis jetzt noch nie gerissen. Und ich habe wirklich mit diesem Grundrezept schon sehr viele Plätzchen gebacken. Ja, so sah es dann aus. Jetzt geht es ans Schneiden. Wer mag, kann ihn noch mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen oder für 10 Minuten ins Gefrierfach. Oder ihr nehmt einfach ein sehr scharfes Messer. Und beim Schneiden bitte darauf achten, also nicht drücken, sondern wirklich sägen, so wie ihr es hier im Video seht. Und meine Schnecken hatten so einen Durchmesser von 1 bis 1,5 cm. Also dicke Scheiben abschneiden. Und die legen wir dann auch gleich auf ein Backblech, das natürlich mit Backpapier ausgelegt ist. Wie ihr hier sehen könnt, ist es ein bisschen eckig. Das kann man aber ohne weiteres mit den Fingern zurechtformen. Ja, und dann dürfen die Plätzchen auch schon backen. Und zwar bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für maximal 8 Minuten. Und dann geht es weiter mit den Zimtschnecken. Den Teig ebenfalls 5 mm ausrollen. Dann habe ich hier jetzt meine Butter, die habe ich geschmolzen. Und da streiche ich jetzt meinen Teig damit ein. Durch das, dass der Teig kalt ist, wird auch die Butter auf dem Teig dann sehr schnell kalt, aber das macht nichts. Hier das gleiche auch, die Ränder schön abschneiden. Und ich habe jetzt hier von Just Spice den Ceylon Zimt. Ich liebe diesen Zimt unheimlich. Also ich nehme eigentlich nur noch den und das wirklich schon seit mindestens über einem Jahr. Den streue ich jetzt auf meinen Teig. Ich muss sagen im Nachhinein, ich glaube, ich hatte zu wenig. Ihr könnt viel, viel mehr drauf tun. Also je nachdem, wie ihr Zimt mögt,
haut einfach so viel drauf, wie ihr wollt. Dann natürlich Zucker. Ihr könnt auch vorher schon Zimtzucker mischen. Das habe ich jetzt hier irgendwie vergessen. Aber so geht's auch. Und dann wird diese Rolle ebenfalls schön dicht und also eng eingerollt. Die ist natürlich jetzt ein bisschen, also nicht so hoch, ein bisschen schmäler. Und dann schneiden wir hier auch so gut 1 cm dicke Scheiben ab. Den Anfang abschneiden, den habe ich aber auch mitgebacken, den kann man genauso essen, aber wenn nicht so viel Zimt drin ist. Und hier sieht man es eigentlich ganz gut, dass das doch ein bisschen wenig Zimt war. Wobei sie schon sehr intensiv nach Zimt geschmeckt haben. Und auch wenn sie dann gebacken sind, sieht man dann die Zimtschnecke schon. Aber es hätte ein bisschen mehr sein können. Ja, die kommen dann auch auf ein Blech und die werden ebenfalls bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für maximal 8 Minuten gebacken. Hier sieht man es eigentlich ganz schön. Bei den Zimtschnecken, da kommt der Zimt noch richtig schön zur Geltung. Und das waren die Mondschnecken. Also mir haben die Mondschnecken besser geschmeckt. Ich bin ja voll der Mondfan. Also das ist so, die sind so schön weich. Auch die Zimtschnecken waren weich. Durch die Butter noch dazu. Also das sind wirklich ganz leckere Kekse. Und die sind auch sehr schnell weg. Und bei mir sind sie schon weg. Ich muss schon wieder nachbacken. Und es geht auch mega einfach, wenn man das Mondbaguette nicht selber herstellt. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.